Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Das ist Kona, ist noch Early Access, kam raus am 10.03.2016, kostet einen Zehner. Ist so, wenn man so will, wieder diesen Walking Simulator, Survival Simulator, hast du nicht gesehen, nur eben jetzt wie schon in Kanada. Grafisch finde ich das gar nicht schlecht. Was ganz lustig ist von den Machern, und das finde ich immer sehr sympathisch, da kriegst du erstmal ein riesengroßes Pressepamphlet, was alles noch bearbeitet wird und die Mechaniken werden neu gemacht und dies und das und hast du nicht gesehen. Und die weisen 17 Mal drauf hin, also im Gegensatz zu anderen ich will nicht sagen EA-Titeln, das klingt falsch, zu anderen Early Access-Titeln. Das Ding ist unfertig. Und die weisen auch wirklich mit einem Riesenschild darauf hin, unfertig. Also nur wer sie unterstützen will, kann das machen, sonst wird hier dementsprechend abgeraten. Finde ich super. Und auch, wie gesagt, die haben auch einen relativ guten Support, was ich so gesehen habe. Also auch von der Response. Kann auch sein, dass ich da nur glückliche Sachen gefunden habe. Vielleicht kennt ihr euch da mehr aus. Aber die freuen sich auch, wenn man da irgendwas meldet und was sonstiges ist. So sind Indie-Entwickler. Die haben Spaß daran. Deswegen, ich weiß zwar auch nicht, ob der irgendwann mal fertig wird. Ihr kennt das ja, aber ist egal. Ich zeige euch das Ding trotzdem. Grafisch seht ihr, so wie es jetzt aussieht, so sieht es auch gleich im Game aus. Also da kann man sich nicht beschweren. So, wir fangen neu an. Ich habe gerade nur mal getestet. Und es geht neu los. Was ganz lustig war, die Ladezeiten variieren manchmal. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber vielleicht haben wir jetzt Glück, dass wir während der Aufnahme jetzt hier nicht 30 Jahre Ladezeiten haben. Nee, haben wir nicht. Manchmal ist auch Gott mit den Doofen. So, Game geht los. Carl Faubert, private detective, had just traveled thousands of kilometers from Montreal to reach this remote middle-of-nowhere area, situated near the far northern Lake Atamipek. Granted, this was a great distance to cover for a sole client, but word had it that he was a particularly wealthy one. So, geht los. Erstmal alles mitnehmen. Carl had to drive a bit further north in order to meet with wealthy industrialist William Hamilton. Hamilton was a prosperous owner who had acquired various businesses as well as metal mines in this northern region. Im Gang gibt's also, ihm geht's nicht ganz so schlecht, den wir da suchen. So, nehmen alles mit. Hamilton is waiting for Carl in the general store. Ja. It was time for him to get down to business. Richtig. So, jetzt sehen wir das erste. Also erstmal hier, könnt ihr mal gucken, wo wir gerade sind. Ja. Also irgendwo in Montreal. Jetzt hier mal Kanada-Fans mal aufhören und aufhorchen und mal gucken, ob das auch wirklich so aussieht. So, und hier haben wir das erste Problem. Hamilton never mentioned a road-blocking barrier. Why was it needed here in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Ja. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. So, das heißt, wir können nämlich nicht. Sagt er, glaube ich, jetzt nochmal. Hamilton never mentioned a road-blocking barrier. Genau. Why was it needed here in the back of Beyond? Das ist, That wenn ihr mal would, darauf achtet. however, be a mystery for another day. Quatsch da mal einfach Carl drüber. had waited long enough for someone to come and raise it. Ihr achtet so ein bisschen mal auf die Sonnenreflexion. Auf so einen Scheiß stehe ich natürlich. So, dann wollen wir also. Wie immer, ne? Natürlich kommen wir nicht so her, also müssen wir wieder latschen. Können wir zoomen. Warte mal, haben wir ja auch eine. Da können wir ein bisschen laufen. Das machen wir jetzt auch. Dann gucken wir mal, was ist The da. point of no return had been crossed already. Carl shouldn't turn around now. Besides, his rendezvous point was close by. Was? Ich kann hier nicht weiter? Stimmt. Kann ich nicht. Muss ich doch über die Brücke, oder was? Na gut. Das kriegen wir hin. Wir waren ja jetzt nicht so weit weg. Von da kommen wir doch nicht her, oder? Dann können wir das einfach wegmachen? Nee. Das ist wahrscheinlich doch wirklich ein Wald, oder was? Ja.
Dann gehen wir mal ein bisschen durch den Wald. Okay, jetzt auch extra so hingegangen, dass man da nicht hingehen kann. Jetzt wird wahrscheinlich irgendein Schlaumeier wieder schreiben, guck doch auf die Karte. Ja, kann ich machen, aber... Geht's hier wirklich nicht weiter? So. Hm? So. Da muss ich doch nur hin. Ist das so, oder? So, einfach daher. Das ist es doch. Das ist der Punkt doch, da kam ich doch her. Ah, wahrscheinlich da hoch. Oh, das doch mal eben. Na, mal gucken, genießen wir mal ein bisschen die Aussicht. Das ist der General Store. So, also. Ja, kann ich nur wieder runter. So, also muss ich doch da hinten irgendwo hin. So, wir kommen jetzt da am Zaun vorbei. So, dahin, ne? Ja. Dann gucken wir mal, wo man da am Zaun vorbeikommt. Das ist ein langer Zaun. So, wo bin ich denn jetzt? Bin ich genau auf der anderen Seite. Tja. Guck mal jetzt daher. Ist denn da nicht irgendwas, was einem weiterhilft?
Naja, Zigaretten will ich jetzt nicht rauchen. Ne. Das wird so einfach gedacht. Da kommen wir nicht her. Das ist doch der Weg, oder? Ja. Ah, danke. Ja, Breaklock. The cutters made quick work of the chain. What better way to investigate vandals than to get into their shoes, Carl, the professional vandal, thought, reveling in the irony of the situation. So. Carl, not knowing what lay on the other side of the bridge, needed to make sure he wasn't leaving anything behind. Okay, habe ich noch irgendwas vergessen? Carl, not knowing what lay on the other side of the bridge, needed to make sure he wasn't leaving anything behind. Okay. Always striving to uphold uprightness, Carl, feeling the need to appease his guilty conscience, left a $10 note as damages. Okay, Broschüre. Aber sonst ist ja hier nichts. Das ist der Punkt, dass ich jetzt noch zahlen musste. Carl, not knowing what lay on the other side of the bridge, needed to make sure he wasn't leaving anything behind. Oh, mehr nichts mehr. Vielleicht noch was im Auto? Okay, da kann ich was ins Auto packen. Okay, ich kann doch rüberfahren. Mach ich das doch. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy fist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Ah, jetzt wird schon wettertechnisch nicht mehr so angenehm. Carl was not made aware that winter would come early this year. The North made clear who was the boss up there. Snow, which didn't care much about the date when it felt like dumping its first load of the year. Boah, sie ist ja gar nichts mehr. Den Norden vergisst nicht, da ist er wieder. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Na gut. War nicht so beliebt. Das war cool gemacht. Wobei
das ist ja hier Given these gar nichts. circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Da muss doch gleich noch was passieren. Das ist mir doch alles viel zu einfach. The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Das denke ich auch. Aber gut, dann bin ich auf jeden Fall noch nicht zu weit gefahren. Okay. Hier richtig? Oh, da bin ich. Ich könnte mal eine andere Perspektive gebrauchen. Ja. Da. Okay, steigt da sowieso automatisch aus. Okay. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Nee, Wölfe kommen nicht nahe. Sei denn, sie müssen. Bisschen chaotisch aus. Ist ja überall, oder was? An explosion suddenly occurred outside. Geil. Ja gut, das ist uninteressant. Moment. Raus. Ich hab doch... Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, Ich hab da ein in which he Flashlight. scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. So. Jetzt sind wir doch wieder im Geschäft. Whatever happened here, things got pretty rough, and not a trace of Hamilton. Hauptsache, jetzt macht hier nicht einer im Gebäude Feuer, dann ist nämlich auch für uns aus. Ja gut, wenn es ein General Store ist, dann gibt es da auch Nägel und so ein Quatsch. Das halte ich nicht für... Aha, das ist ein Telefon, dann sollen wir da mal hin, dann gehen wir da auch mal hin. Gilles Lachance, Carl recollected, was the general store's manager. Should Hamilton not be available, he was the man to talk to. Or what if Hamilton had moved up his appointment with his physician? Mal gucken, ob wir was rausfinden. Tot The wahrscheinlich, ne? snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Ja, naja. Kann doch vielleicht einer nachgeholfen haben. Was haben wir hier auch Schönes?
Jumping from that height was akin to tempting death. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. So, eine Explosion müssen wir noch irgendwie hier wahrgenommen haben. Dann mache ich die Taschenlampe wieder weg. Was haben wir da denn Schönes? Oh, ein Schlüssel. Hier sieht es aber nirgendwo nach einer Explosion aus. A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Ja, kleine Heizung, die nicht funktioniert, ist im Winter doof. Das ist mir schon klar. Ja, waren wir doch schon. Das ist der andere Eingang. Ja, dann würde ich sagen, dann können wir es hier auch mal bewenden lassen. Und das ist Kona. Ihr seht schon wieder so ein Detective Walking Simulator. Aber ich finde das gar nicht so Käse. Also ich denke mal, da kann man sicherlich auch noch was erwarten und vielleicht wird es ja dann auch mal wirklich fertig. Aber wie schon gesagt, gebt solchen Leuten mal eine Chance, die verdienen das eher als irgendwelche Leute, die irgendein Steam Greenlight Game hochpushen lassen und dann bei der erstbesten Gelegenheit verschwinden. Soll es ja mittlerweile auch schon öfter geben. Naja, egal. Aber auf jeden Fall guckt euch das Ding mal an. Das ist ganz putzig, denke ich. Wenn das euer Genre ist natürlich. Ansonsten, es gibt bald auch wieder andere Videos. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.